Goedemorgen, lieve Toehoorder, Gemeinde des Herrn. Es ist ein wunderschöner Morgen von dir, wunderschön warmer Sonnenschein. Und Gott seine Gnade von dir mit, das ist ein klarer Beweis, weil die Sonne ist abgegangen, die Sonne ist ein Horadu und wir dürfen den wunderschönen Tag von dir genießen. Ich will hier was Vers lesen mit Johannes Kapitel 20, Vers 19. En ook vers 20, wat Jesus zei, dat nu dem, wat hij abgestoßen wird von dood, was hij, du nennt hem, wo seine Jünger versammelt wird und er verschlossene Deren sagt, es ist das am selben Tage, ersten Tage der Woche, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren, aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten ein und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Kriegt diesen selben Fried, ja, noch von dir. Tanz als Kinder Gottes, der wird wieder heilen Jesus an euch genommen. Kriegt den selben Fried, wenn Stück von dir uns. Wenn wir in der Welt auch Angst haben, aber Jesus sagt, seid ihr Trost, ich habe die Welt überwunden. Friede sei mit euch. Dann hier der nächste Vers. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Und 20. Vers, was wir auch dazu lesen, da sprach Jesus abermals zu ihnen, Friede sei mit euch. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. So ein wundervolles Vers
dass wir dürfen dennoch das Wort Gottes nehmen, wir dürfen das Wort Gottes horchen, und wir dürfen uns gegenseitig erbühen, und wir dürfen diesen wunderschönen Tag feiern, wo wir uns denken, dass Jesus Christus ist im Himmel gefahren, siegreich. Er ist siegreich im Himmel gefahren. Wir wollen lesen Apostelgeschichte Kapitel 1, du wird falsch lesen, die Begebenheit, als Jesus im Himmel fahren, und dann nur den, weil wir lesen, in Matthäus Kapitel 28. Aber hier so in Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 7, haben die eine Frau namens, sagt es dit, Vers 6, die aber zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, willst du auf diese Zeit wieder aufrichten das Reich Israel? So sie hatten eine Frau und Jesus. Was steht in der Zeit, war dort Israel abrichten? Und dann sagt Jesus in 7. Vers, er sprach aber zu ihnen, es gebührt euch nicht zu wissen, die Zeit oder Stunde, welche der Vater seine Macht vorbehalten hat, sondern ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, welcher auf euch kommen wird, und werdet meine Zeuge sein zu Jerusalem, in ganz Judäa, in Samaria und bis an das Ende der Erde. Und da er solches gesagt hatte, ward er aufgehoben, zusehends in eine Wolke, und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen. So nur jemand Jesus das gesagt hat, dann ward er abgehoben, so dass die Jünger das sein können, in eine Wolke, nimmt am Met, und er fuhrt zum Himmel. Dann sagt die Tiener Vers, und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen 2 Männer in weißen Kleidern, welche auch sagten, ihr Männer von Galiläa, was stehet ihr und sehet gen Himmel? Dieser Jesus, welchen von euch ist aufgenommen gen Himmel, wird kommen, wie ihr ihn gesehen habt, gen Himmel fahren. So ist der Jünger diese Stunde und das beobachten, wo Jesus in den Himmel fahren wird. Wunderschöner Moment, man das gewesen, zu sein, wo Jesus in seine Wald jagt, und Herr, und das war ich. Dann ab uns kommen ein paar Männer, in witte Kleider, kommen eine Stunde bei in Frauen, und was du hier in Chicken im Himmel? Das ist Jesus, was die sein haben im Himmel fahren, der Wort kommen, so was die dort gesehen haben. Und das ist ein Ding, wo wir immer wieder so und denken, besonders an diesen Tag von dir, wenn Jesus, wenn wir Himmelfahrt feiern, dann sollen wir uns Titeln tun und denken, dass ein Tag, dann wird es Jesus kommen. Ein Tag wird Jesus kommen. Und das kann auch nicht mehr lang dienen. Das ist der Titel, das darf auch nicht mehr lang dienen. Aber solange er nicht kommt, dann wollen wir am Loben und Preisen, wir wollen am Deinen, wir wollen für am Du sein. Wir lesen in Matthäus Kapitel 28, wo Jesus den letzten Befehl geben wird an seine Jünger. Hier so in Kapitel 28, Vers 16 in Vers 20. Hier gibt den Befehl an seine Jünger. Wir wollen uns mestfußte Frau stellen, und wem hat er das hier geschrieben, wenn seine Jünger nicht mehr du sind. Aber hier in der 16. Vers sagt, aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, dahin Jesus sie beschieden hatte. So sie gingen nach Galiläa auf einen Berg, wo Jesus gesagt hat, wo sie sollen hingehen. Und dann sagt der 17. Vers, und als sie am sagen, dann fallen sie dol auf ihre Knie. Und einige Übertweifelnden. Ganz besonderer Moment. Jesus hat gesagt, guck mal, gut dort auf den Bäumen ab, du wirst hinkommen. Jesus kommt dahin, als am sein, und einige, die fallen dol, die andere waren die Hand in Zweifel. Aber was sagt Jesus dann 18. Vers? Und Jesus ging nur und redet mit ihnen und sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Du weh, gut han an alle, gut han und liet alle Völker und taufe die im Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Und liet die holen alles, was ich ihnen befohlen habe, in check. Ich sie begegnet alle Dinge, was an der Welt ein. Eine sehr, sehr wundervolle Botschaft, was Jesus hier sagen wird, was hier, die letzte Botschaft, was hier geben wird, wo eine sehr große Wichtigkeit, eine große Valor bin ist an das, was Jesus hier sagen wird. So, wir wollen uns das hier nu andeulen in 5 Punkte, das, was Jesus hier sagen wird. Und dann wollen wir hier ein klein bisschen was Einzelheiten nicht rausnehmen, sondern dass wir das irgendwo in uns Leben von der anwenden. Nun noch einmal die Frau, zu wem hat Jesus das hier gesagt? Wir weiten dort, Jesus, seine Jünger sind nicht mehr hier. Jesus, seine Jünger, die sind auch längst gestorben, sind auch längst tot.
So, zu wem hat Jesus das dann gesagt? Einmal das erste Jahr zu seinen Jüngern, du willst denn nicht mehr hier sein. Wer wird das Wort bringen? Sie wollen nicht mehr. Ja, einmal das Wort, was sie geschrieben haben, die Briefe, was sie geschrieben haben, die leben von der und nach. Das ja. Aber sie sind nicht mehr hier als Mensch, sie sind nicht mehr da. Sondern es ist unsere Aufgabe, das Evangelium rüberzubringen. Und nu der erste Punkt hier so, wenn es sagt, Jesus sagt, Amas geeft alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Was ist das von der Gewalt? Was ist das von der Macht? Wenn er sagt, alle Gewalt im Himmel und auf Erden, das mir gegeben. Wir wollen ein klein bisschen gucken, was Philippa 2 sein wird. Was von der Macht, was von der Gewalt du hast, was von der Kraft du an Jesus Christus hast. In Philippa 2, Vers 5, durch auf. Heu ist der Herr aller Herren, der König aller Könige. In hier ist das lesen wir, wenn wir Vers 5 bei euch auflesen und sagt, ein Geistlicher sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. So wie sollen solche Sohn sein, als Jesus Christus auch wird. Dann sagt ihr, saß der Vers, welcher, ob er wohl in göttlicher Gestalt war, hielt er es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst. So, er wird eine göttliche Gestalt, aber er stoppt ut dort rüt und er nimmt eine Knechtsgestalt an und war gleich wie ein anderer Mensch und an Gebärden als ein Mensch erfunden. So, er wird krank so als ein gewöhnlicher Mensch. Er wird die Schwachheiten so gefunden als ein anderer Mensch. 8. Vers sagt, er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Das ist, wo Jesus kommen muss, wo er kommen soll und wo er auch willig hingehen soll, wo er sich unter Gottes Willen stellen soll. Er wird gehorsam bis um Tod. Ganz oft, so leicht als es mal werden kann, leitet er sich auf. Dann sagt der 9. Vers, du wen haft am Gott abgehoben. Wo wen wird sie haft sich gedemütigt. Er hat sich raufgeluten, du wen haft Gott am abgehoben. Und er haft am einen Namen gegeben, der über alle Nummes ist. Jesus, er sagt in Matthäus 28, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Gott, ein ziemlicher Führer, der hat Jesus einen Namen gegeben, was über alle Nummes ist. Ein Herr aller Herren, König aller Könige. Hier wieder sagt er, dort an den Namen Jesus sich biegen sollen alle die Knien, die im Himmel und auf Erden und unter der Erden sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zu der Ehe Gottes vom Vater. Was von der Gewalt, was von der Macht, was von der Autorität ist in Jesus Christus bin. Da wird ich keinmal nicht gekriegt, wenn ich nicht wieder gehorsam gewesen. Ich habe ganz verdämmig und raufgelassen, habe ich das keinmal nicht gekriegt. Aber ich habe Gott an ziemlicher Vater am dort gegeben und an seinen Namen sich alle Knien biegen wollen, am Himmel, auf der Erde und unter der Erde. Er sind viele Menschen von denen sich so berufen mit ihrer Macht, mit ihrer Kraft, was sie haben, mit ihrem Militär, die Länder, die großen, starken Länder merken, gewaltig viel Anstrengung, am Proben eine starke Militär zu haben, zum ein Land jener andere zu fähren. Aber was jetzt alle nicht, das rein alle nicht, jen Jesus Christus. Du sind Menschen, die wollen sich nicht verdämmigen für Gott. Manch all das, was du nicht von dir dreht, mit diesen ganzen abbrechenden Krankheiten, dann sind du Regierungsmänner. Ein Mann wenigstens hat gesagt, dass Gott hat das nicht getan, dass die Krankheit ist weniger geworden und er ist da. Das haben wir selbst getan. Wir als Menschen haben das selbst getan. Das hat nicht der Mensch getan. Das hat nicht der Mensch getan. Der Mensch läuft heute erst noch irgendwer, aber kriegt die Menschen, die wollen sich einen Tag raufluden. Und ganz auf ihre Knie, ob das von dir verliehen oder nicht, die wollen sich einen Tag raufluden. Und auch viele Menschen, die haben viele Christen noch haben verführt, die haben eine Versicherung, einen Sinn gebracht, an dem, was sie haben irgendwas gemerkt, weltliche, sinnliche Dinge, was ganz stolz hergehen mit ihren Millionen Dollar, was viel Geld geschafft haben von vielen Menschen, und die sich nicht nötig haben, sich zu demütigen für Gott, hier auf diese Erden. Aber es kommt der Tag, da wollen sie sich auch am Namen Jesus ganz auf die Knie raufgehen, und sie wollen das bekennen, dass Jesus Christus ist der Herr. Das wollen sie einen Tag bekennen. Weil was zu laut sein, wenn sie das nicht hier in dieser Gnadenzeit tun. Nu, Römer Kapitel 1, Vers 16. Ein klein bisschen andere Gedanken, aber auch wird eine große Kraft beschrieben, das was an Jesus Christus
ist. Hier sagt Paulus in Römer 1, 16, ich schäme mich nicht mit dem Evangelium von Christus. Warum nicht? Weil er sagt, das ist eine Kraft Gottes, was er selig macht. Alle, die was daran glauben, die Juden zuerst und nur auch die Griechen. Sind einmal darin offenbart wird die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie denn geschrieben steht, der Gerechte wird seines Glaubens leben. Was von der Macht, was von der Gewalt, was von der Kraft an Jesus Christus selig zu werden. Dort die Sünder, wat uns den Fluch von der Sünde geboren ist, von Adam und Eva her, haft er nichts mit tun, wie uns Menschen alle. Wir gingen alle in die Ehre, sagt Jesaja. Wir gingen alle weich von Gott. Und du hast das nicht aus für den Sünder, aus einer ewigen Verdammnis, getrennt von Gott, für immer und für ewig. Du sagst kein weich. Da haben wir uns selbst verdient, wie immer du in der Sinn lebst, aus einem sinnlicher Mensch. Aber dann, kein Jesus Christus. Dann sag ich das Römer 1, 16, ich schäme mich nicht, warum nicht? Das Evangelium, das ist eine Kraft Gottes, was du selig machen wird. Der Mensch, was ein Wachs ab der Verdammnis, du auf Jesus Christus die Macht, die Gewalt, den Sinn da durchzunehmen, in den selig zu machen, den Sinn wach zu nehmen, den Sinn zu vergeben, und auch den sie nun im Lebensbuch nennt schrieben, und einen Tag im Himmel zu holen, Beamt zu sein an Gott, wo wir uns das zweimal nicht verdient haben. Das ist Lotte genug, und das ist eine Kraft, das ist eine Gewalt. Noch einmal das Vers sagt hier, dann ist es eine Kraft Gottes, die das selig macht. Alle, die daran glauben, die Juden vornehmlich und auch die Griechen. Diese Kraft Gottes wird zweimal nicht möglich gewesen, zweimal nicht. Wenn Jesus nicht gehorsam gewesen wird, bat Tod, Kreuz, wird zweimal die Kraft passiert sein. Er wird zweimal nicht die Welt in der Ehe gekriegt haben. 17. Vers noch einmal sind einmal darin offenbart wird die Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit wird für Gott gelten, wenn er kommt, uitgeloven en geloven, zoals de Schrift sein dat, der Gerechte wird sein Glauben leben. Und diese Gnade Gottes, diese Kraft, das ist für alle Menschen da. Diese Kraft Gottes ist für alle Menschen da. Das bleibt Jesus Christus, ist nicht gelimitiert, das riecht bis mal so und so weit. Für den Tag, dann viele Dinge, die sind gelimitiert, die sind gelimitiert, die riechen nur bis hier, dann ist das alle. Wenn wir Geld haben und wir fahren Gas anfallen und wir haben 1000 Peso, dann riecht das nur für 1000 Peso, dann ist das alle. Und wenn wir dann durch fahren und wir haben noch ein Geld mehr, und über der Gasstation haben nicht genug, dann schafft uns nur 5 Liter. Das riecht nicht tot, das ist alle. Viele Dinge, die wollen alle. Aber das Blut Jesu Christi wird nicht alle. Das wird nicht alle. Das Blut Jesu Christi, das riecht für alle Menschen. Titus 2, Vers 11, ein wertvoller Vers, wo das sein wird, dass die Gnade Gottes erst für alle Menschen erschien. Titus 2, der auf der Vers sagt, denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Diese Gnade Gottes ist für alle Menschen durch. Das kriegt so aus New Gasstation. Einer kann kommen, der andere, der andere, der andere. Und wenn das nie nicht wird alle wollen, wie immer der will, der kann kommen. Offenbarung Kapitel 22 sagt, kommt alle. Wer der will, der kann nehmen. Umsonst. Aber weißt du, ein Tag, dann wird das alle werden. Ein Tag, dann wird das alle werden. Dass du, wo das Welt eng du hast, du würdest alle eng nehmen, dat. Du hast das Blut alle. Du hast die genug Zeit alle. Du hast das von dir wichtig, von dir das Blut Jesus Christus unternehmen, das in Anwendung zu nehmen. Nicht mal bloß das Weiten, das von Kindern abgetrocknet sind, ja, du bist ein Radar, ja, das ist alle du. Nur das annehmen, das Blut Jesus Christus in Anspruch nehmen. Und das hier so, Römer 3, 23 sagt, dass wir gingen alle in die Irre. Alle Menschen, alle Menschen gingen wach. Hier sagt der 23. Vers, denn es ist hier kein Unterschied. Hier ist kein Unterschied nicht mehr. Sie sind allzumal Sünder und Mangel des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Allzumal, alle Menschen, rein alle Menschen sind Sünder. Du hast kein Unterschied mehr. Und werden ohne Verdienst gerecht. Aus seiner Gnade durch die Erlösung, so durch Jesu Christum geschehen ist. Was von der Macht, was von der Gewalt. Alle sind wachgegangen. Alle rennt kein Unterschied wer. Aus recht oder arm, aus ein Wetter oder ein Dunkler. Alle Mann, aus Deutscher oder Spanischer. Alle Mann.
Und er sagt, ohne Verdienst werden sie gerecht, aus seiner Gnade, durch die Erlösung, so durch Christum Jesum geschehen ist. Wort von ihr gewollt. Und es sind aber noch viele andere Dinge, was wir beschrieben haben, von dieser Gewalt, was Jesus zu sein hat. Aber das ist nicht genug. Wir wollen in den nächsten Punkt gehen, was Jesus hier sagen hat, geht hin in alle Welt. Nun noch einmal die Frage, wie ich am Anfang all hatten, da das steht, wer soll gehen? Wir wissen noch, dass Jesus seine Jünger sind noch längst tot, sie sind hier wach, sie sind nicht mehr da. So wer soll dann gehen? Wem's Abruf ist dort diese Botschaft vom Kreuz, diese Botschaft, dass Jesus Christus gekommen ist, die sind das selig zu merken. Wem's Abruf ist dort, dort wiederzubringen. Einmal kann wir sagen, dass den Jahren seine Abruf, wer von Gott geschickt ist, zu predigen. Das ist einmal eine große wichtige Abruf. Der Jan, der geschickt ist, das Evangelium eine Botschaft wiederzubringen, und predigen mit das Wort Gottes, ist den seine Abruf zu tun. Aber das liegt du nicht zu. Weil nicht bloß soll ein Tag der Weg, dann wird so ein wenig beschickt worden. Aber weißt du, wann als Christen, jeder Kind Gottes, du wurde dann die Gelegenheit kriegt, wird bloß ein Kuren strehen, dann wird das Evangelium viel Dollar verbreitet worden. Dann wird das Evangelium viel Dollar verbreitet worden. Die Arbeit, die wird viel Dollar beschickt, wenn jeder Kind Gottes sich das als eine Pflicht merkt, als eine Bürde. Ich will mein Part tun. Tim das Evangelium eingestuft wird, wiedergebracht worden. Mit der Gabe, was Gott schenkt, das muss ich betonen. Und jeder Christ hat die Abgabe, das Evangelium wiederzubringen, mit der Gabe, was Gott schenkt hat. Mit das, was Gott verlangt hat. Nicht mit das, was Menschen verlangen, sondern mit das, was Gott verlangt hat. Wenn der einer die Gabe hat, der hat die Fähigkeit, der hat auch die Kraft, die Wiedertau, der hat auch die Sprech, der kann auf eine eigene Sprech, was der Herr gesungen hat, wenn man sein auf Spanisch oder auf Englisch, der kann jemand den Hals tun erklären, das ist ein wundervoller Ding. Darf vielleicht kein Prediger sein, darf kein Deiner sein, aber ein Bruder, wo der kann jemand das Evangelium erklären. Und aber da sind aber dann andere Dinge, die andere Person, die hat nicht die Gabe gekriegt, das zu tun, aber dann sind die andere Dinge. Jemand, der kann anladen, wo im Gottesdienst zu kommen, wenn der Herr was schenken wird. Jemand, der kann vor einem Traktat teilen. Wenn wir beim Semaphore stellen holen und jemand, der kommt tun, weil du Geld für Wipers reinwaschen oder kommt du prachen, dann wollen wir dir nicht bloß ein Peso geben. Wenn wir die Hand geht, dann wollen wir dir noch was Evangelium anbieten, in einen Traktat geben. Dann habe ich sehr viel können tun. Dann kann ich nur hergehen und nur lesen, und wenn möglich, was er sich bekehren. Von dem Traktat, was du gekriegt hast. Vielleicht nicht kriegst du, aber vielleicht hast du ein Kundje, was dir gesagt wird, dem eine Säule zu raten. So ich habe dann auch viele, viele andere Abgaben. Ich kenne vielleicht jemand am Hafen Prachat. Wir können ihm bloß Schobeln geben und dann gehen vom Hafen und was war ich. Wir können ihm ein Büchse geben, wir können ihm eine Bibel geben, wir können ihm einen Kalender geben, wir können ihm einen Traktat geben. Irgendwas können wir geben, wenn wir nicht reden können. Wir können dort auch tun, wir können beten. Wir können beten, dass für die, was der Abgabe hat, für die, was die Fähigkeit hat, der, was die Kraft hat, dass Gott noch mehr Kraft geben, dass Gott noch eine ganze Überzeugung geben, Buße zu predigen. An dieser Zeit, wo das so eine Angst gibt, hier in der ganzen Welt, wo das so eine Angst gibt, dass es so eine besondere Gelegenheit zu beten. Nicht nur bloß zu beten, sondern auch zu fasten, dass dem Herrn sein Wort wiedergebracht wird. Das Evangelium der Botschaft vom Kreuz wird wiedergebracht worden. Nun, das nächste, was wir finden in Matthäus 28, dort sagt, die sollen getauft werden im Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Nun, wann soll getauft werden? Wer soll getauft werden? Und wer soll taufen? Das für sich allein ein Thema. Wir wollen bloß checken, dass wann soll getauft werden. Oder andere, wie gesagt, wer soll sich taufen lassen? Das ist die Zeit nu im Jahr, wo man an Städte verwach gekickt wird, nur die Taufe. Was ist der Grund hinter der Taufe? Nimm mal bloß die Frau, wenn das jemand zuhören hat, und du hast die schaffst mit dort, oder du bist an der Zeit Band, wo die lernen, das nur die Taufe. Bloß einmal die Frau, woran wirst du die Taufen lassen? Was ist der Ursache? Was trifft die zum Taufen lassen? Hast du die Botschaft vom Kreuz all belebt? Dass die durchfahren, was getauft worden? Hast du das Evangelium all an dein Hort belebt? Hast du das verstanden, dass Jesus Christus als für deine Sinn gestorben am Kreuz und das absolut nichts zu tun hat
mit dem Befrieden, oder willst Mama und Papa sehen, oder willst mein Bruder das will haben, willst meine Freunde alle tun, willst mein Partner das tun, weil ich das auch tun habe, absolut nichts mit das zu tun. Das hat zu tun mit, dass Jesus Christus ist gekommen, die sind das seilig zu merken. Wir wollen dort ein Vers lesen, in 1. Petrus Kapitel 3, Vers 21. 1. Petrus 3, 21. Hier so merkt Petrus ein Beispiel von der Sintflut. Und dann hier so der 21. Vers sagt, welches nun auch uns selig macht in der Taufe, die durch jenes bedeutet ist, nicht das Abtun des Unflatts am Fleisch. Nicht das Abtun des Unflatts am Fleisch, sondern ein Bund eines guten Gewissens mit Gott durch die Auferstehung Jesu Christi. Das ist, was die Taufe ist. Die Taufe, das ist nicht bloß ein Drief, weil es dort ein Menschendruck ist. Das ist ein Drief, weil es ein gutes Gewissen gegeben zwischen mir als Mensch und Gott. Und durchhin folgt dort eine Taufe. Durchhin gibt dort ein Bund, dort gibt ein Pakt. Dort gibt ein Bund ab dort, was am Hort passiert ist. Und nicht ab dort, was du am Kuhm ist. Nämlich, das ist ein Heimweg sein, das ist die Taufe, soll bloß dann sein, wenn du in Bund ist, wenn du in Leben passiert ist am Hort, wenn der Herr den Sinn vergeben hat, wenn der Herr den Namen im Lebensbuch geschrieben hat, ab dort folgt die Taufe. Und hier der nächste Punkt, was wir in Matthäus haben, 28, nächste ist, was Jesus sagt, lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. War eine Abgabe. Und war nicht bloß ohne Gänger. Wir sehen all, die Gänger die sind wahr, sind nicht mehr hier. Und war weiß wir all, für wem das dann ist. Dann ist das für uns als Kinder Gottes, für uns als Christen durch. Unsere Abgabe ist dort, zu lernen alles, was Jesus befohlen hat. Nun, was hat Jesus befohlen? Was hat Jesus gesagt? Und was soll geholen werden? Nun, um zu wissen, was Jesus befohlen hat, um zu wissen, was wir holen sollen, was Jesus seine Dinge sind, was er verlangt hat, was er seine Dinge gesagt hat, dann müssen wir immer Matthäus, Markus, Lukas und Johannes lesen, studieren, nicht nur bloß einmal überlesen, sondern studieren, sehen, was Jesus gesagt hat, was er gelehrt hat. Und aber nicht nur bloß dort. Das ganze Wort Gottes, die ganze Bibel, das alles Ben, was uns fehlt zu wissen, was Gott von uns verlangt. Das alles Ben. Die Bibel, das alles Ben, was uns fehlt zu wissen, was Jesus Christus von uns verlangt hat. Wir wollen hier ein paar Verse lesen, in Matthäus Kapitel 4, Vers 13. Hier so sagt Jesus das, weil wenn du anfangen würden im Kapitel 5, du hast die Seligpreisungen, und dann im 13. Vers sagt es, ihr seid das Salz der Erde. Wo nun das Salz dumm wird, womit soll man es salzen? So wie sind das Salz von der Erde? Wenn das Salz nicht dumm wird, oder wie gesagt, wenn das Salz nicht nützlos wird, womit soll man das dann salzen? Dann ist es nicht nichts mehr wert, als dass man das Rutschherren hat, und dass die Liederchen verkleinen. Dass die Menschen durch das Raum kleinen, weil sie nicht mehr zu brücken, das schwach geworden, das saltlos geworden, das nicht mehr zu brücken. Die sind das Licht von der Welt. Das kann die Stadt nicht, was am Bauch liegt, das kann nicht verborgen sein. Eine Stadt, was du so am Bauch liegen, das kann nicht verstärken wollen. Warum nicht das Hochbufen, von weit auf erste zu sein, so wie als Christen auch sein. 15. Vers sagt, man darf auch nicht ein Licht anstecken, und dass unter einen Schatel oder eine Kamm sahen. Nee, sondern auf einen Leuchter, auf eine Höhe steht, wo das allen bedachen wird, der wird am Haus sein. Das in der Vers, krag so auch je, lot jene Lichter, dachen für die Lied, für die Menschen, an dass sie jene gute Worte sein wollen, und jene Fuhrer am Himmel preisen tun. Und so hat Jesus viel mehr befohlen, viele Dinge befohlen, was wir sollen tun. Und an dort zu weiten, da müssen wir immer sagen, was sagt die Bibel? Was sagt Gottes Wort? Was sagt der? Nun noch einmal, wer soll lernen? Wer soll lernen, das alles zu holen? Einmal kann wahr sein, so ist den anderen Punkt, dass in der ganzen Welt das Evangelium bringt. Einmal die erste Abgabe ist dort unter deiner Schaft. Ganz besonders. Der wird geschickt sein,
das Evangelium, der wird geschickt sein in der Kirche zu predigen, für das hat er geschrieben. Aber nicht nur bloß für dich, aber auch für alle Christen. Für alle Kinder Gottes. Es wird geschrieben, dass unsere Abgabe, jeder Christ, hat die Abgabe, und das steht, wo er ist, sich zu vermuten, sich Mut zu sprechen, die Gemeinde zu bauen. Jesus sagt, weil wir das mal lesen in Matthäus 28, was er sagen deut. Matthäus 28. Und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Das ist eine sehr große Abgabe, eine ganz große Abgabe. Und wenn du das bloß von der Dienerschaft abhängig ist, dass das Lehren holen, was Jesus befohlen hat, dass bloß ein Tag der Werk getan wird, bloß ein Mehrwerk, bloß am Sonntag, man Mehrwerk danach Bibelstunde ist, danach dort tun, dann wird das Werk nur sehr wenig wiedergebracht. Dann wird man sehr kleine Prozent beschäftigt. Im Gegenteil, wenn jeder Bruder, jeder Schwester sich das Abgabe merkt, ich will mein Part tun, dort Jesus seine Wege, dort was Jesus gelehrt hat, dort wir sollen holen, dort wiederzubringen. Du, wo ich kann. Mit dort gut, wo ich kann. Wir lesen in Kolosser Kapitel 3, Vers 16. Kolosser 3, Vers 16. Sagt es dort, lasset das Wort Christi unter euch reichlich wohnen in aller Weisheit. Das Wort Gottes, das Wort Christi, dort soll unter uns wohnen rechtlich. Wann er? Bloß um Sonntag, bloß ohne Mehrwerk. Wann er soll dort unter wohnen rechtlich. Bloß du, wo das über der Kanzel gepredigt wird für eine ganze Stunde hier, wo das bloß ein Wort im anderen kommt, bloß du sollst wie unter dort leben. Hier sagt es, lasset das Wort Christi unter euch reichlich wohnen. Wohnen, dort meint nicht bloß spazieren kommen einmal der Weg. Dort meint, dann sei wie du Haie trocken, dann sei wie du, dann wohnen wie du. Wenn das Wort Gottes nur ans gekommen ist, dort kommt nicht bloß einmal der Weg spazieren. Dann kommt dort 7 Tage der Weg, willst du erst du tust, dort wohnt du bei uns. Das sagt hier, dort soll du rechtlich wohnen in aller Weisheit. Mit aller Weisheit. Nun das nächste sagt hier, lehrt und vermahnet euch selbst mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen lieblichen Liedern und singet dem Herrn in eurem Herzen. Lehren und vermahnen mit Psalmen und Lobgesängen. Untereinander, lehren und vermahnen. Dem Herrn loben und preisen. Ans untereinander denken halten, was hat Jesus befohlen? Was verlangt Jesus von uns? Hier noch ein Vers der Tod, Epheser 5, 19. Epheser 5, Vers 19. Redet untereinander in Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singet und spielet dem Herrn in eurem Herzen. Saget Dank da alle Zeit für alles Gott, dem Vater, in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wann das nu, das ermahnen, das Lehren, was Jesus befohlen hat, bloß ein Tag der Weg passieren, das ich all sagen deut, dann wird man so ein kleines Prozent beschäftigt in der Gemeinde. Ein so ein kleines Prozent. Du sind viele Dinge, die du von Sinnach bis Sinnach, du in den Zwischenzeit passieren, dann, wo wir aus deiner Schaft niemals wird von Antwort. Und wahrscheinlich keinmal wird von Antwort. Wo kann wir nicht mehr schaffen? Ja, wir können um Sinnach predigen und sagen, das Ding soll nicht tun. Die Bibel sagt das, ja, das kann wir. Aber ich glaube, ich mich verstehen können, wenn ich sagen, dort ein großer Unterschied merkt, dort, wenn wir in Denk beleben und eine Werk, manche Geschwister, manche Christen, von einem Bruder, von einer Schwester, dort, wenn wir wollen, was wir tun, dort wird ein großer Unterschied merken. Warum? Viele Mal, dass wenn ein Christ hat ein Ding getan, hat vielleicht ein schlechtes Wort gesagt, hat einen schlechten Handel gedreht, hat jemand vielleicht die Meinung gesagt, dumm gesagt, was immer, ausgeflucht, was immer. Dann fühlt es nur, dass viele Mal, dass die Westen das pflegt. Das sind heute keinmal nicht so tun, das heute keinmal so sein, das jetzt schlecht. Aber was passiert nun bei dir? Wenn eine Person nicht mehr tät, was passiert? Dann wird das weniger, dann hat man es das Sonntag, dann ist das Gefühl von das Verpläude, du vielleicht langweilig. Du weißt, wenn über an der Weg jemand, das wo dir sein hat, ein Bruder, und der, wo du vermont hast, wo das einen großen Unterschied gemacht. Ich denke, ich stimme mit wenn ich das dort sage. Nur was ich sagen will, ist das. Das so manchmal, was von dir und nach passiert, dass manche Menschen
Dat wir hier nu een ding, dat ons wordt vertaald. Zeg van een Bruder, van een Schwester, ons wordt nu een ding vertaald. En ooit het is een ganz grote ding, en ons voort het zo derg. Ja, dit is werkelijk wat zeer groot is. En wat doen we dan? We gaan een Entscheidung te maken. Entweder wir wollen das Ding nu wiederbringen, dann haben wir 2, 3 Personen, oder wir wollen das merken, dass das still ist. Wir wollen das Ding nicht wieder verteilen, oder wir wollen verbeten. Oder wir können auch sagen zu der Person, wir können fragen, wo hast du das Ding her? Wer hat dir das gesagt? Und wenn wir so dort wurden, und wenn wir das dort getan haben, habe ich persönlich die Erfahrung gemerkt, und viele von ihnen haben auch gemerkt, was das ist. Wenn wir dann fragen, dann, wo hast du das her? Dann sagt die Person, na, das habe ich von Jahren her. Und wenn wir dann Jahren wurden fragen, dann habe ich von Jahren her. Dann ist das irgendwo nicht geht, wo du bloß, wer weiß, wo der angefangen hat. Viele muss jetzt zweimal uitgefangen, wo der angefangen hat, aber der ist ein Gerät, ein Genuber von den Bruder, von der Schwester, wo absolut kein Grund von ist. Und dann so manchmal, dann darf das so ein gewolltes Gespräch, so ein gewolltes Abgerät, und das ist eine Person, die weiß nichts von. Der weiß nichts von. Das ist Bruder, das sagst, dass du nichts von ihr geworden, was du alles drehen wird, hängt am Regen. Da ist ein großer Wirbelsturm, was du dreht, aber die Person wird das nicht an. Aber eins ist doch jemand, den haftet lebt, oder der erste Trüen abrechtigt in jeder Person, und was an, das wird hier von am verteilt wird, das wird hier von ihr verteilt wird. Und die Person fühlt sich so geschlagen, so sehr geschlagen. So sehr welches Port. Was soll wir dann nicht tun? Soll wir nicht dort Gespräch einmal widerspringen, oder soll wir sagen, wo kommt das her? Wenn wir das nicht wollen, wenn wir nicht wollen, direkt ein Problem nachgehen, uns damit verantworten, was verteilt worden ist, dann soll wir das Ding still machen. Dann soll wir das ganz klar, wir wollen uns nicht versinnen an dem, was wir wollen, ein Ding wieder verteilen, wo absolut keine Wahrheit von ist, wo lauter Lehnen sind. Wir wollen es nicht wieder verteilen. Wir merken, dass du dort. Wir merken, dass du still. Wir merken, dass du still. Nun, gerade mit diesen Dingen, wenn ich sage, von Dingen hier unterstützen, als das Wahrheit ist, nun, als das ein Stutz ist, dort wieder die Kirchen tun werden, dann gibt es viel Abreden. Dann wird gesagt, dass ja nicht Kirche hat, so und so viel 100.000 Peso muss Multa tun, und ja nicht Kirche, und ja nicht Kirche. Dann wird ein Bruder vertellen mir, dass wie gesagt worden, dass ja eine Kirche, der hat muss eine große Multa tun. Und er sagt, er hat einen Freund gehabt, vertel mir das selbst. Er sagt, der Person hat gesagt, das ist nicht Wahrheit. Das ist nicht und so. Er weiß, dass er wird verteilt von ihnen, sie haben sind getan, aber wir haben das nicht getan. Das sind laute Lehnen, das ist nicht so. Ich habe verstanden, das ist ein Ding. Du werden viele Dinge abgemerkt, wenn jemanden durchstampeln. Vielmal wird es passieren, dass auch eine Gemeinde ist, dass ich habe eine Stellung, und der ist nicht ganz so angenehm, als ich würde wünschen. Ich würde legen, wenn ich ein klein mit aller wird, aber ein klein mit Hacher will ich sein, entschuldigt mich. Und wenn ich nicht jemand kann leer stampeln, was Hacher ist als ich. Aber zwar wir alle glücklich sind in Gottes Reich. Aber einmal ist das vielmal in Competition, was schon nicht soll sein. Nun, um den Ruf zu kriegen, und mich Hacher zu kriegen, ist das ein feiner Weg. Ich will in die Springen und fangen, in die Weil, dass die Menschen sich wollen fangen abzureden, und ja, und fangen durch zu stampeln. Während ich, weil hier in Hecht komme. Weil wir prüfen, was Jesus von uns verlangt hat. Verlangt Jesus dort, dass wir das Ding immer wieder verteilen tun? Verlangt Jesus dort von uns, erst dort, was Jesus gesagt hat an sein Wort? Erst dort, was der Apostel geschrieben hat durch den Herrn Jesus? Erst dort, was von uns verlangt wird? Erst nicht. Und wird es ganz klar, erst nicht unser Abgabe. Nun, wenn wir lesen in Jakobus Kapitel 3, Vers 5, du liest wie ganz klar, was die Zunge ist. Die Zunge ist ein sehr wertvolles Glied, das der Herr uns geschenkt hat. Jesus sagt, also ist auch die Zunge ein kleines Glied und richtet große Dinge an. Und die Zunge ist ein sehr kleines Glied und er hat ein großes Ding anreichen. Siehe, ein kleines Feuer, welch eine Welt zündet an. Und die Zunge ist auch ein Feuer, eine Welt voll Ungerechtigkeit. Also ist die Zunge unter unseren Gliedern und befleckt den ganzen Leib und zündet an allen unserem Wandel, wenn sie von der Hölle entzündet ist. Was von Ding ist das? Was von Ding? Ein ganz großes Ding, wo wir uns so prüfen. Was tun wir mit unserer Zunge? Nur den einen Vers sagt, durch sie loben wir Gott, den Vater, und durch sie fluchen wir den Menschen, die nach dem Bilde Gottes gemacht sind.
Die 10. Vers sagt, aus einem Mund geht Loben und Fluchen. Nie hörst du mal her. Uit ein Mühl, du jet loben und du jet fluchen. Jakobus sagt, nicht mal bis Jakobus, das Wort Gottes sagt. Es soll nicht, liebe Brüder, also sein. Sondern das soll nicht sein. Das soll nicht sein, dass wir uit ein Mühl Gott loben und dann ich sage, oh ja, dann sind wir mutig, wir loben im Herrn, wir preisen den, Tüß von uns allein, wir loben im Herrn, wir sind mutig. Und über hier Wort von jemand, dann drehen wir das wieder, was tun wir durch? Dann merken wir uns Port und Lotte lehnen. Wir haben Buße zu tun. Wir haben Buße zu tun, über so eine Dinge aus dort, wo wir Dinge wiederbringen, und ohne zu einen Grund ist. Das ist ein Port davon. Nu, das andere Ding ist, wenn wir denken und auf was Jesus sagen soll, lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Nu trainen wir dort, wenn uns jemand nu was vertellen wird, was unsere Abgabe dann eigentlich soll sein als Gemeinde, als Kinder Gottes. Unsere Abgabe ist das. Die Person, die uns was vertellen wird, die zu vermuten. Die Person zu vermuten und fragen, wo hast du das Ding her? Und wenn eine Person das nicht direkt von der Jesus gesehen hat, direkt von der Jesus gehört hat, dann soll wir zu der Person sagen, pass auf, was du sagst. Pass auf, was du sagst. Und wenn das Lehne sind, dann ist das unsere Abgabe, wir das antworten, wir haben das abgemerkt, dass wir als Geschwister, anstatt den Abgabe merken, nur die Schwester, nur den Bruder zu gehen und zu sagen, du hast Buße zu tun. Du hast Buße zu tun, und eine Person zu fahren und um Vergebung zu fragen, was du von dir springst, und gemerkt hast, was lauter Lehne sind. Als unsere Abgabe, als alle Kinder Gottes. Und auch, so manchmal, dann jaft ein kleines Kranzchen, was du dann in Nuberie jaft. Und so viele Mal, besonders manchmal als Männer, dann jaft du in eure Sünde reden. Viele Mal dann worden schwingische Spuss gebracht, die man soll zum Lachen sein. Die drückt dahinter, die sind dahinter erst einmal ein bisschen zu lachen, aber das wird schwingische, das wird angeistlich, angöttlich. Was ist unsere Abgabe nu, wenn du in anneuget geschwätzt hast, in sämtliche Dinge, und das soll aber nicht Sinn sein. Ich habe verstanden, was das meint. Und denk, das soll nicht Sinn sein, aber das hat sich nur einen Sinn, und das soll zum Lachen sein. Unsere Abgabe aus dem Triathlon Gottes, das steht. Nicht mehr zu lachen. Gerade dann, wenn du 10 Monate, 10 Frühs nicht sehr lachen, oder über einen Spuss, was du verteilt worden ist, unsere Abgabe ist, still zu sein. Unsere Abgabe ist, nicht mehr zu lachen, wenn jemand du eine Rede hat, was scheinbar nicht so sein. Am Gegenteil, dann ist unsere Abgabe auch, wir wollen zu dem Bruder, zu der Schwester sagen, Bruder, du verschuldigst dich hier mit so einer Rede, die du hast. Du versündigst dich Gott gegenüber, von die so einer Rede, die du hast. Das soll wir tun. Wir sollen uns das Weh und uns Amtszeit gegenseitig zu vermuten, zu ermutigen, zu lernen, was Jesus gelehrt hat, was Jesus gesagt hat. Wir können auch den Bruder, die Person, die Schwester, wir können auch fragen, wenn Jesus hier nicht an diesem Kreuz satten dort, hier in dem Meer, hier für die, wo steht das Spuss verteilt haben, wo steht das Gelach eingestellt haben, wenn Jesus hier auch teugehorcht wird haben? Die meisten würden sagen, nee. Die würden mit beschämten sein und sagen, nee, das würde ich nicht gesagt haben. Na, dann tut das auch nicht. Dann der Buße für was du getan hast. Ich habe sagen, dort merkt ein großer Unterschied, wenn wir uns dort eine Abgabe merken, dass wir wollen, du wie kann, uns amtlich gegenseitig lernen, was Jesus befohlen hat zu tun. Weil jeder aber auch drei, und das ist nicht eine geringe Abgabe, wer den Lehrdienst gekriegt hat, dass das tät. Dass das Wort Gottes predigen hat, dass immer die Gemeinde mit das Wort bekannt merken hat, mit Gottes Wort, mit das, was Jesus befohlen hat, mit das bekannt merken hat. Nun noch der letzte Punkt, wo Jesus sagen hat, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das ist ein sehr wertvolles Ding, was Jesus hier sagen hat. Und nun kriegt in dieser Zeit, wo wir in so einem Abreden sind, wo wir nur eine längere Zeit nicht Kontakt haben, wo viele Dinge geredet wurden, wo viele Lehnesmangel sind, viele Neuigkeiten sind voll von Lehnes. Viele Dinge wurden geglaubt, auch von Christen wurden viele Dinge geglaubt. Und ich will nicht sagen, dass alles Lehnes sind, aber es sind viele Lehnes. Und manch all das, gibt es noch viel Abredenes. Das ja viel Abredenes, auch manch Kinder Gottes. Kinder Gottes reden sich auch ab. Und Jesus hat gesagt, und Johannes sagt, mein Fried lutet ihn. Ich gebe ihnen Frieden nicht aus der Welt, in der Welt hat ihr Angst. Ich gebe ihnen mein Frieden, hat die Welt überwunden. Wir sollen getrost sein, sagt Jesus an Johannes. Nu,
Dat dit Jesus, dit zijn wat Jesus gezegd heeft, dat hij bij ons is, wat ohne Welt eng, heeft een grote bediening. Een geweldige bediening. Wat würden wir doen, wenn Jesus Christus nicht bei uns wird? Was würden wir doen? Wo würden wir hingehen, wenn uns das schlecht geht? Wo würden wir hingehen, wenn wir in Not sind? Wo würden wir hingehen, wenn wir in Angst sind? Wo würden wir hingehen? Viele Menschen, ich las gestern, dat nu aan dit, dat viele Menschen nicht schaffen können, das wird ein Bericht von der Staats. Du sind eine ganze Reihe Doktors, die haben einen Brief gemerkt und haben überreicht an den Präsident, zum wiesen, was der fehlt. Du sind viele Menschen, die gehen nur die Drugs. Viele Menschen gehen nun trinken. Viele Menschen gehen nun schmecken. Viele Menschen kommen ganz täglich ganz rauf. Das hat sehr viele große Schwierigkeiten. Das ist, wo die Mensch handelt. Wenn der Mensch diesen Jesus nicht hat, dann haft er das nicht. Dann haft er das nicht, aus dem muss sich eine Welt proben zu betreiben. Und das Betriebsstoff, das das alle nicht dort, was Jesus tut. Das Betriebsstoff, was kein Mensch dort beiden, was Jesus tut. Das Drugs, das Trinken, das Schminken, was immer du mit der Uni hast, was kein Mensch daten, kein Mensch geben, was Jesus geben kann. Du hast das so sehr wertvoll, dass Jesus sagt, ich sie begegnet alle dir, was an der Welt eng. Danach, dass er sagt in Johannes, hat nicht Angst, er kann die Welt überwinden. Nun, wir lesen 1. Petrus, Kapitel 4, Vers 17, dass wir ein klein bisschen nennen können, was der Unterschied ist von wer Jesus hat und wer Jesus nicht hat. Wer Jesus bei sich hat und wer nicht hat. 4. 17. Vers sagt, dann ist es die Zeit, dass anfange das Gericht an dem Hause Gottes, so aber zuerst an uns. Wo willst du für ein Ende haben? Ende werden mit denen, die den Evangelium Gottes nicht glauben? Nu hörst du mal den nächsten Vers. Und so der Gerechte, so wann der Gerechte kaum erhalten wird, wann der Gerechte, der wird Jesus Christus glauben, der wird Jesus Christus am Hort haben, der wird das ewige Leben bei sich haben. Sagt hier, und so der Gerechte kaum erhalten wird, wenn er mal groß was behalten bleiben, wenn er mal groß was bestehen bleiben, wo will der Gottlose und Sünder erscheinen? Wo will der Gottlose in der Sünde haben? Wo will der Gottlose in der Sünde haben? Mir schien sich das zu sein, das ist ein sehr der Vers, wo eine große Angst, eine große Furcht, eine große Panik beschrieben wird. Wo will der Gottlose in der Gerechte haben? Der kann noch nicht. Wenn er ist in Jesus nicht glauben wird, wenn er sich nicht hier auf diese Erde beten wird, die Knien raufluten wird, wo wir in Philippa lesen, wenn er auch nicht was tun, wo will er dann haben? Wo will er haben? Alles, was er braucht, das wird er alle nicht tun. Jesus, heuer ist der Janja, heuer ist der, was der Fried beiden wird, heuer ist der Janja, was er ewige Leben geben wird. Und er kriegt mank all das, mank den ganzen Abbrechen, was er ist. Heuer ist der, was er Fried geben wird. Und ich möchte immer bloß Mut sprechen, aus Gemeinde, aus Kinder Gottes, weil wir getrost sind an Jesus Christus. Weil wir getrost sind. Wir haben sehr wertvolle Trostverse in 1. Johannes Kapitel 4. Ich denke, das ist sehr wichtig, dass wir uns das immer lesen und denken, dass ein Tag wird das hier alle zu eng sein. Ein Tag wird das alle zu eng sein. Und was du abkommen wird, ist wundervoll. Ist wundervoll. Für die Kinder Gottes. Für die wird Jesus und sind sie. Dann ist Vers, was wir hier lesen, und damit werden wir dann schließen. Wir wollen euch aber, liebe Brüder, nicht verhalten von denen, die da schlafen. Sie wollen dich nicht holen von denen, die du schlucken, und dann wird gestorben sein. Wir wollen dich nicht Pflicht holen von denen. Auf dass ihr nicht traurig seid, wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Wozu? Und dass die nicht wollen traurig sein, so ist der andere, der keine Hoffnung hat. Die 14. Vers sagt, denn so wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, also wird auch Gott auch, die da entschlafen sind, durch Jesus mit ihm führen. Wenn wir dort glauben, dass Jesus gestorben ist und auch abgestanden ist, kriegt so, was auch Gott tut, wo die gestorben sind, durch Jesus Christus mit ihm führen. Das ist die Wahrheit. Durch haben wir uns verloren. Hier der nächste Vers sagt nun, denn das sagen wir euch als ein Wort des Herrn,
dass wir, die wir leben und übrig bleiben auf die Zukunft des Herrn, werden denen nicht zuvorkommen, die da schlafen. Wieder, was wir überblieben tun, was wir noch leben tun, wir wollen da nicht vorbeikommen, der wird gestorben sein. Hier sagt der nächste Vers, denn er selbst, der Herr, wird mit einem Feldgeschrei und der Stimme des Erzengels und mit der Person Gottes herniederkommen vom Himmel und die Toten in Christus werden auferstehen zuerst. So hij selbst, hij wird draufkommen und der Tote in Christus werden abstehen zuerst. Danach wir, nur dem wir, der wird wie leben und ewig geblieben sein, werden zugleich mit ihnen hingeregt werden in den Wolken. Dem Herrn entgegen in die Luft und werden also bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet euch nun mit diesen Worten untereinander. Als Gemeinde, als Kinder Gottes, möchte ich uns einmal Mutter sprechen, dass wir uns mit diesen wir untereinander trösten, in dieser Zeit, wenn wir nicht mit Friedchen kommen, dann wollen wir uns untereinander trösten, uns ermutigen, uns erbühen, und uns denken halten. Das wird jetzt eine Erfahrung. Das wird jetzt eine Erfahrung. Und wir haben uns heute merken. Wir haben uns heute merken, einer gegen andere uns zu vermuten, uns Mutter zu sprechen, dass das doch was uns passiert. Weil wir einmal uns hopneigen zum Gebet. Herr Gott, gerechter vor dem Himmel, Herr, hab Dank. Hab Dank für dein Wort. Hab Dank für den Heiligen Jesus. Und Herr, hab Dank, dass du immer wieder zu uns reden lässt. Nun, Herr Jesus, wir danken dir, dass die Welt uns wisch, ob das hier abzukommen, von unseren Sinnen zu sterben, uns frei zu geben von unseren Sinn, von unserer Angst, von unserem Los. Herr Jesus, du gibst uns das ewige Leben. Oh, Herr Jesus, du dank wir dir für. Herr Jesus, wir beten wieder für diesen Tag, wenn wir Himmelfahrt feiern tun. Herr Jesus, dass wir wollen und denken, dass die Besten im Himmel gefahren siegreich und die Beste der rechte Hand Gottes und die stärkste End für uns. Oh, Herr Jesus, dass wir wollen und denken, was ist das von Tag, wir wollen dir geben. Herr, wir loben und preisen dir dafür und beten auch wieder für das ganze Leben, Herr Jesus, wenn wir nicht an Top kommen als Gemeinde, als Kinder Gottes, dann beten wir, dass wenn wir ihn wollen, dass wir wieder den Weg merken, was wir mit der Regierung sind, dass sie keine rechten Entscheidungen merken, was uns zum Guten dienen wird und ob das lohnt. Herr, wir befehlen dir an. In Namen Jesus beten wir das. Amen.
dann wird